Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Für mich geht's heute wieder auf einen kleinen Kurztrip, dieses Mal aus einem konkreten Anlass. Ich hatte nämlich zu meinem 30. Geburtstag einen Gutschein für das Harry Potter Theater bekommen, den ich bisher noch nicht eingelöst hatte, weil ich irgendwie mal ein bisschen gehofft hatte, dass ich noch jemanden finde, der mit mir dahin geht. Weil das Theater jetzt allerdings nicht mehr lange läuft, mache ich es einfach alleine. An sich bin ich es ja gewohnt, Dinge alleine zu unternehmen, obwohl ich sagen muss, dass so Sachen wie Theater, Oper, Musical, das immer noch so ein bisschen Unbehagen in mir auslöst. Aber gut, ich meine, die Alternative wäre, den Gutschein verfallen zu lassen. Und das kommt natürlich nicht in Frage. Also dementsprechend, es geht für mich nach Hamburg in den Norden, worüber ich mich auch freue, weil es da, glaube ich, ein paar Grad kühler sind als hier in Südhessen. Außerdem verbinde ich das Ganze noch mit einem Kurzbesuch bei meiner Freundin Aline. Eigentlich wollte ich mal für ein Wochenende vorbeikommen, aber wie das so ist, hat das organisatorisch zeitlich leider nicht so ganz gepasst, weshalb ich jetzt quasi für eine Nacht einen kleinen Zwischenstopp bei ihr mache, sodass wir dann wenigstens einen netten Abend zusammen verbringen können. Nur um es kurz vorweg zu sagen, das hier ist ein Vlog und kein Reiseführer/Sightseeing-Video. Ich war schon mehrmals in Hamburg und auch in Lüneburg. Was heißt, ich werde jetzt nicht rumlaufen und irgendwelche Sehenswürdigkeiten abklappern oder die Hotspots der Stadt erkunden. In Lüneburg geht es mir primär darum, eben ein bisschen Zeit mit Aline zu verbringen. Und in Hamburg habe ich dann quasi einen ganzen Tag. Ich denke, da werde ich schon irgendwas unternehmen, aber auch eher entspannt. Ich hatte auch mal wieder eine sehr bereichernde Flixtrain-Erfahrung, nachdem meine Fahrt nach Freiburg im Februar ja super kurzfristig abgesagt wurde, weshalb ich mir dann ein relativ teures Ticket von der Deutschen Bahn kaufen musste, das ich dann auch von Flixtrain erstattet bekommen habe, aber natürlich erst nachdem ich denen mehrere Wochen deshalb hinterher geschrieben habe. Auf jeden Fall dachte ich, ich gebe denen nochmal eine Chance, hatte meine Rückfahrt über Flixtrain gebucht und ja, was soll ich sagen? Vor knapp 2 Wochen habe ich dann schon eine Benachrichtigung gekriegt, dass die Fahrt ausfällt. 2-mal dieses Jahr Fahrten über Flixtrain gebucht, 2-mal sind sie ausgefallen. Ich glaube, für mich ist das Thema damit abgehakt. Aber ich glaube, da hat mir das Schicksal auch echt einen Gefallen mitgetan, weil bei 35 Grad in einem unklimatisierten Flixtrain gehst du ja kaputt. Ich wohne ja in einer Dachwohnung. Hier ist es seit Tagen super drückend warm. Und ehrlich gesagt freue ich mich ein bisschen drauf, jetzt im klimatisierten ICE zu sitzen für eine Weile.
Das will er ausprobieren. Ja, interessanter Winkel, doch, das hat was. Ja, also wenn es jetzt so leer wäre. Wir machen jetzt eine Challenge. Melli muss jetzt Selfie-Video machen. Die Anti-Influencerin. Egal. Jo, Leute! So, wir waren jetzt gerade lecker essen. Ich würde sagen, eine 10 von 10. Ich brauche noch irgendwie so Fingernägel, mit denen ich auf was drauf trommeln kann. Und ja, wie ihr seht, die Stadt ist ausgestorben. Ich lieb's. Ich hoffe, niemand denkt jetzt, ich mache das wirklich ernsthaft. Ja klar, das ist ein neues Ich. Oh Gott. Ich hoffe niemals, dass es dazu kommen wird. Ich muss mal kurz hier. Du liegst auf meiner Brust. Mausi? So. Oh, Dicky. Ja, Dicky. Die machen Fine Dining. Alles nachhaltig mit selbst angebautem Gemüse und halt. Ja. Ach, ja. So nachhaltig mäßig einfach. Mein kleiner Zwischenstopp in Lüneburg war super schön. Ich habe mich richtig gefreut, Aline wiederzusehen. Und Emma ist einfach so ein Herzchen, so ein süßer Hund. In so Momenten denke ich dann immer, dass ich auch super gerne Hundemama wäre. Aber ja, irgendwie schrecke ich dann halt doch immer vor der Verantwortung und allem zurück. Ich bin mittlerweile in Hamburg angekommen. Ich bin ja gerade aktuell eher so in meiner ich mag's entspannt und in der Natur zu sein und so Phase. Und ja, muss gestehen, so auf Großstädte wie Berlin, Frankfurt, Hamburg habe ich aktuell eigentlich gar nicht so Lust. Also wenn es jetzt nicht für das Theater wäre, wäre ich auch nicht hergekommen. Dann lieber so süße, mittelgroße Städte wie jetzt Heidelberg oder Lüneburg. Da denke ich mir dann schon eher so, ja, gefällt mir. Und dann fällt mir auch immer wieder auf, wie hässlich Darmstadt eigentlich ist, beziehungsweise dass das im Vergleich zu so manchen anderen Städten irgendwie relativ wenig zu bieten hat. Aber ich will jetzt auch kein Darmstadt-Bashing betreiben. Die Stadt hat ja auch so ihre schönen Ecken. Weil mir jetzt eben nicht so nach Großstadttrubel ist, gerade auch nicht bei der Hitze aktuell, bin ich jetzt in so einen Park gegangen.
werde mir gleich noch den Botanischen Garten angucken, mir dann irgendwo was Kleines zu essen holen. Außerdem will ich auch noch mal zu Kauf dich glücklich, denn dafür hatte ich auch einen Gutschein zu meinem 30. bekommen, lustigerweise von Aline, bei der ich gerade zu Besuch war. Ich hatte auch in Heidelberg mal kurz reingeschaut, da gibt es nämlich auch einen Store, aber irgendwie fiel es mir voll schwer, mich zu entscheiden, und weil meine Mama noch dabei war, wollte ich dann nicht zu viel Zeit dort verbringen. Deshalb gucke ich jetzt hier in Hamburg nochmal. Dann werde ich auch langsam mal zurück zu meiner Unterkunft gehen. Da konnte ich jetzt schon mal mein Gepäck abstellen. Bei der Unterkunft habe ich versucht, einen guten Kompromiss aus Budget, Komfort und Privatsphäre zu finden. Also es ist so eine Art Kapselhotel in St. Georg. Also ja, irgendwie nicht die allerschönste Gegend, aber dafür nah am Hauptbahnhof. Auf den Bildern sah das echt ganz cool aus, und ich finde, für eine Nacht reicht irgendwie so eine Schlafkabine mit einem Bett absolut. Was für mich eher die Challenge wird, sind die Gemeinschaftsbäder. Ich habe ja einen schüchternen Darm. Ich glaube, so nennt man das, wenn man in Gegenwart anderer Menschen nicht gut auf Toilette gehen kann. Heute Morgen hat es so semi funktioniert. Ich merke auch, dass ich so leicht verkrampft noch bin. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann später dort klappt. Bevor ich ins Theater gehe, werde ich auf jeden Fall auch duschen. Und was ich cool an dieser Unterkunft finde, ist, dass man Bademäntel zur Verfügung gestellt bekommt. Für die eine Nacht habe ich jetzt 55 € bezahlt. Ich finde, für Hamburg ist das voll in Ordnung. Ein bisschen habe ich mich geärgert, weil irgendwie 1, 2 Wochen vorher, als ich schon mal geschaut hatte, war es sogar bei 39 € die Nacht. Aber gut. Es ist, wie es ist.
Ich bin geduscht und fertig gemacht und muss mich dann auch schon demnächst auf in Richtung Theater machen, weil ich da auch noch mal 'ne halbe Stunde hinlaufen muss. Ich war richtig erstaunt, dass es bei den Duschen so leer war, aber es war jetzt auch so zwischen 16 und 17 Uhr, was vielleicht eine Zeit ist, wo die meisten Leute noch in Hamburg unterwegs sind. Einziges Manko ist halt wirklich die Gegend hier. Also, gefühlt an jeder Ecke auf dem Weg war irgendwie Security, die irgendwelche Leute mitgenommen haben. Das ist schon ein bisschen sketchy. Auf dem Weg hierher war der Akku von meiner Kamera so ziemlich leer und mein Handy-Akku wollte ich mir sparen, um den Weg zurückzufinden, weshalb ich dann nicht mehr ganz so viel mitgevloggt habe. Ursprünglich hatte ich geplant, mir so ein fancy Sandwich zu kaufen, aber als ich dann die Preise gesehen habe, dachte ich mir, okay, ein belegtes Brötchen vom Bäcker tut's auch. Ihr hattet ja auch gesehen, dass ich bei Brambles war. Bei Brambles hatte ich mir, als ich noch in Berlin gewohnt habe, auch öfter mal Donuts gekauft. Das sind ja vegane Donuts, die ich aber tatsächlich besser finde als normale. Ich habe mir so ein Strawberry Shortcake und das andere ist irgendwie so Matcha Banana. Es ging mir nicht um Matcha, sondern eher um die Banana. Jetzt gerade habe ich keinen Hunger. Ich war zwar hier auch noch mal auf Klo, hat auch halbwegs gut funktioniert, aber ich habe immer noch sau den aufgeblähten Bauch. Aber ich dachte, vielleicht, wenn ich vom Theater zurückkomme, habe ich dann wieder ein bisschen Hunger und dann habe ich zur Not hier was zum Snacken und auch direkt schon was zum Frühstücken für morgen. Das wird auch nicht schlecht werden, denn ein weiterer Vorteil dieser kleinen Pots hier, es ist klimatisiert. Also es ist wirklich angenehm kühl. Dann war ich ja noch bei Kauf dich glücklich und da habe ich mir diese Badematte hier besorgt. Ich habe ein bisschen drauf gezahlt, aber das war so die eine Sache, wo mein Auge dran hängen geblieben ist. Ich würde generell meine Wohnung auch gern so ein bisschen fröhlicher, bunter, irgendwas gestalten und ja, da habe ich mir dann jetzt diesen Badezimmerteppich mitgenommen, der übrigens extrem fusselt, weshalb ich jetzt überall Fussel auf meiner schwarzen Samthose habe. Super. Wie man sieht, es ist schon wieder super sonnig. Ich habe gerade eine komplette Runde um das Alsterbecken gedreht, um einen möglichst schattigen und halbwegs ruhigen Platz zu finden. Ja, ist mir misslungen, würde ich sagen. Das Harry Potter Theater gestern Abend war richtig, richtig cool. Also ich kannte die Story theoretisch schon, weil ich das Buch gelesen hatte, obwohl ich zugeben musste, ich einen großen Teil auch einfach wieder vergessen hatte. Aber ja, die Special Effects und so, das war einfach sehr, sehr cool.
Ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, allein dort zu sein. Mit meinem Platz hatte ich auch extremes Glück. Ich hatte den auf dem Balkon in der zweiten Reihe und zwar im mittleren Block, aber ganz am Rand. Der Platz neben mir war frei geblieben und eigentlich saßen noch 2 vor mir, aber weil der eine Stuhl scheinbar kaputt war, haben die sich dann auf andere Plätze gesetzt. Weshalb ich dann auch niemanden vor mir sitzen hatte, obwohl das von der Höhenabstufung her auch gegangen wäre mit der Sicht. Geschlafen habe ich nicht so gut, aber ich glaube, das ist bei mir auch generell einfach normal, wenn ich nicht in meinem eigenen Bett schlafe, zumindest so die ersten paar Nächte. Was die Unterkunft angeht, ich finde das Konzept recht cool. Also gerade wenn man für eine Nacht da ist, braucht man ja nicht viel mehr, aber man hat halt immer noch so ein bisschen mehr Privatsphäre als in so einem typischen Hostel. Bei der Umsetzung, also ich habe ja schon gesagt, die Gegend ist irgendwie echt nicht so schön. Da fühlt man sich nicht sonderlich wohl, gerade abends alleine rumzulaufen, bin ich ganz ehrlich. Und was die Schallisolierung angeht, man hat halt trotzdem irgendwie alles aus dem Flur gehört und es sind immer so 2 von diesen Kabinen übereinander. Ich hatte die untere. Und über mir hat auch jemand geschlafen. Und zum Beispiel heute Morgen ist die Person dann 3-mal die Treppen runtergetrampelt, Tür auf, Tür zu. Und das hört man dann schon alles. Also ja, könnte besser sein, aber war auch nicht katastrophal. Was ich vermissen werde, ist die Klimaanlage. Ich freue mich zwar auf mein eigenes Bett, aber nicht auf mein aufgeheiztes Schlafzimmer. Aber gut, ich habe mal die Wettervorhersage gecheckt und es scheint sich ja auch bald wieder abzukühlen. Mein Zug fährt demnächst. Ich werde so lange jetzt noch hier ein bisschen am Wasser chillen. Ich wollte auch erst meinen Donut essen, aber gerade bin ich noch nicht so hungrig, was vielleicht auch daran liegt, dass ich heute Morgen nicht auf Toilette war. Und das könnte wiederum daran liegen, dass ich keinen Kaffee hatte. Aber ja, ich will euch jetzt auch nicht permanent mit meinen Toilettenproblemen voll labern. Ich wollte es in dem Video nur erwähnen, weil ich glaube, das ist auch so eine Sache, bei der viele Menschen am Struggeln sind, worüber man aber vielleicht nicht so gerne spricht. Und dementsprechend fühlt ihr euch jetzt vielleicht weniger allein mit dieser Problematik. Alles in allem hatte ich einen echt coolen Trip. Meine Highlights waren auf jeden Fall Aline zu sehen und das Harry Potter Theater. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich dabei begleitet habt.